Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Lake Seasons Greetings am Morgen des 26. Dezember. Gerade haben wir uns noch mit Wettkönig Frank unterhalten, der einen großen Reibach gemacht hat. Hoffentlich steigt ihm das nicht zu Kopf. Ja, und wir machen uns wieder auf den Weg, Lieferungen rauszubringen. Diesmal müssen wir einen Brief ganz schön weit rausbringen. Zum Ravenway. Ein Paket zum Motel. Was haben wir hier noch? Bear Creek. Also einiges haben wir vor. Aber erstmal Briefe und Pakete in der Gegend abliefern. Also Norden, eine Schleife drehen. Kriegen wir hin. Ganz gemütlich. Das sind ja noch die Weihnachtstage. Season's greetings, P.O. It's the second day of Christmas, and I don't have turtle doves or partridges in pear trees, but you know what I do have? Marzipan. Positive or pet peeves? Season's greetings to you too, Jack. It's, Angela here. I watched the movie Gremlins the other day, right in my own cozy VCR-equipped living room. And I just want to say that it was a lovely and inexpensive way to have a great time. Thanks for the tip, Angie. Angela. I'm going to assume that wasn't a surreptitious advertising for the Flick Shack. And I'm also going to assume my next rental there will be free of charge. Hey! Okay, on to the weather. It looks like we'll have lots of snow today. How about some music now? Genau, viel Schnee am Tag. Gremlins geguckt. Das war natürlich keine dreiste Werbung für die Videothek. Fancy handwriting on this one. So, das müsste dieses Haus hier sein. 203 Jackson Street. Jawohl, sieht aus wie eine Hutschachtel. Da hat jemand einen schönen Schneemann gebaut. Oder eine Schneefrau. So, mal gucken, ob jemand zu Hause ist. The Kovacs family always heads to Arizona in the wintertime. And who can blame them? Ja, scheinen es viele Familien zu geben, die Weihnachten in Urlaub fahren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Weihnachten in Urlaub gefahren wäre. Früher war immer viel mit der Familie. Ja. Früher. Ach, schön hier mit dem Schnee, dem Schneefall. So, nochmal ein Paket für den General Store, Main Street. Ah, der Pudding wurde ja schon geliefert. Vielleicht noch mehr Essenszutaten. Main Street. Immer die Fluppe in der Hand. I understand, but Maureen said... Does it really matter what Maureen said? I can't help that her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only 2 weeks ago that she decided Oh, to have a Silvesterfeier im celebration Diner. at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes.
I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy, and bye, Thomas. Bye, Kay. Marine Hennessy strikes again. Ja, Silvester am Diner hört sich gar nicht verkehrt an. PO would be a boring place without her. Boring? Drama-free might be the word you're looking for. One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed to come to the rescue? Gute Gelegenheit für etwas mehr Gewinn. Du könntest die Retterin der Feier sein. Ich könnte verstehen, wenn du sie hängen lässt. Du könntest die Retterin der Feier Be sein. a party's savior. I know I'd never miss out on such an opportunity. With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Gut, dass ich das mit dem Anyway, Gewinn nicht gesagt is habe. that parcel for me? You can just put it on the counter. Na gut, wenn du mich so lieb bittest. All right, since you asked so nicely. Okay, weiter geht's. So, mal gucken. Nach Süden. Süden, Westen, Süden. Schwupps. Der nächste Brief, bitteschön. Mal sicherheitshalber die Brille anziehen, dass wir hier nicht die falsche Post ausliefern. Diesmal kommen die Staubsauger schnell hintereinander. So, New Street. Perfekt Somehow geparkt. it's always nice when our neighbors get a letter. Here's to you, Andy and Toby. Nachbarn? Wohnen wir da im nächsten Haus? Wahrscheinlich, ne? Mist, ich bin so schlecht orientiert, ich weiß nicht mal, wo ich wohne hier. Geht mir im echten Leben manchmal auch so. Every time you need me, I'm telling you I'm here to stay. Looking at your castle. Schön das Another Gestapfe durch den satisfied Schnee. customer. Unless it's Bill's. Ja, das hatten wir schon mal. Er hofft, dass er keine Rechnungen austragen muss über die Weihnachtszeit. Was ich gut verstehen kann. Aber am Ende weißt du ja nicht, was drin war im Brief. In your garden, knowing what you're dreaming of. Past the copper statue Okay, heute nichts für die Werkstatt. of everyone you've ever loved. Lower down the bridge and left me. Okay, müssen wir da irgendwie raus? Mal gucken. Get to know Warte mal, wo sind wir denn? within. Wie kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich die nächste rechts. Wie fahren wir denn da hin? Zum Bear Creek. Wahrscheinlich hier in die Wälder und dann über die Brücke irgendwie. Schauen wir mal, ob wir das finden. I
Thomas. Just keep the wheels steady and trust the snow chains on the tires. Ja, wenn wir hier wegrutschen, ist, glaube ich, sehr ungünstig. Aber dass wir Schneeketten drauf hätten, habe ich nicht gesehen. I'm reminded of our honeymoon to Niagara Falls all those many years ago. A little more impressive than our local waterfall, but not by much. Ja, dass die Niagara-Fälle ein klein bisschen beeindruckender waren. Aber gut, haben wir schon wieder was erfahren. Über die beiden. So, Bear Creek. Okay, let's get this to its destination. Vielleicht ist ja hier wenigstens jemand zu Hause. Hey there! Looks like Santa's a little late this year. Weil du kein braver Junge warst. Bestell weiter so schwere Pakete und du siehst den Weihnachtsmann nie wieder. That's what you get for not being a good boy, Robert Harris. Let me try to make it up to you. Take that heavy load off your hands. Auch ein netter Typ, den wir schon aus dem Hauptteil kennen. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing. Ich dachte, hier wird nicht mehr geangelt. Klingt wie ein interessantes Abenteuer. That sounds like a nice adventure. Well, you're in luck. Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. Wie wäre es mit nicht in 1 Million Jahren? Ach komm, jetzt habe ich schon meine Freunde und Bekannten nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen, meiner Frau zuliebe. Dann wird sie ja sicher nichts dagegen haben, wenn ich nach den Feiertagen ein bisschen Eisangeln gehe. Oder? Ich bin dabei. Sure, let's do it. But you better make sure that fire pit is working. Perfect. I'll bring all the gear, but feel free to bring some booze. Hey, did you have a nice Christmas, by the way? Ein schöner freier Tag, tolles Essen. Ne, hier bleiben wir mal ehrlich. Wegen Meredith. I've had better. My daughter couldn't make it. Sorry to hear that. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. I'll come pick you up. Ich freue mich drauf. Ja, zwischendurch mal was anderes als immer nur Post ausfahren. Und schicke Strickpullis tragen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo lang am besten. Ja, hier rechts lang. Genau, rechts lang. Und dann wieder auf die Hauptstraße. Jetzt muss ich aber noch mal gucken. Schneeketten. Also beim besten Willen sehe ich hier keine Schneeketten. Ich erkenne noch nicht mal vernünftig die Reifen. Gut, Hauptsache nicht weggerutscht. So, und weiter geht's. Briefe haben wir noch ein bisschen und ein Paket ist noch übrig. Stand da Vorsicht vor fallenden Steinen. Das würde noch fehlen. Aber es ist nicht die Art von Spielen, wo plötzliche Unglücke passieren. Wobei man hier in Providence Oaks, das wäre meiner Meinung nach durchaus ausbaufähig. Also hier könnte man noch die verschiedensten Szenarien unterbringen, bis hin zu irgendwelchen Horrorszenarien. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. These cabins must be so cozy in the wintertime. Or cold. Probably Und saukalt. freezing cold. Hat sich gleich wieder die tolle Fantasie kaputt gemacht hier. Schön gemütlich, aber saukalt. Gehen wir mal zu Fuß rüber. Wer sich hier wohl eingenistet hat im tiefen Winter.
War hier nicht im Hauptteil, war hier nicht irgendwo ein Schriftsteller, ein Einsamer irgendwo? Oder vertue ich mich da gerade? Das ist ja schon ein paar Jahre her. Aber wir haben ja gar kein Paket. Wir müssen ja nur die Post abliefern. Wo ist der Briefkasten? Ach komm, oder war der Briefkasten da ganz vorne am Weg, wo ich herkomme und ich habe nicht drauf geachtet? Wahrscheinlich. Ja. Da hätte ich gar nicht bis zur Hütte laufen müssen. Aber nirgendwo wird dieses Fähnchen hochgeklappt. Das ist ein bisschen schade. So, also wieder zurück. Komm, das mache ich doch gut, oder? Ich würde sagen, haben wir es fast schon wieder geschafft. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Interessantes passiert vielleicht. Ach, was ist denn da los? TV-Übertragung? Oh, sieht aus, als hätten sie ein Problem mit dem Wagen. Nicht von hier, willkommen in Providence Oaks. Whoa, looks like you're having some car trouble. Yeah, just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price. But I know the smoke isn't a good sign. Ja. Oh, duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? Für die Nachrichten, ich liefere nur ein Paket ab. Ich bin Thomas Weiss und ja, ich stelle die Post zu. Moment mal, sind Sie nicht Connor Price von KNW 6 Nachrichten? Fangen wir mal direkt nach hier. Wait a minute. Aren't you Connor Price? KNW 6 News? In the flesh, are you a regular viewer? Auf jeden Fall, ich informiere mich gerne über lokale Ereignisse. Genug, um zu wissen, was für ein toller Reporter Sie sind. Ich weiß nicht, ob er ihn so gut findet, aber wir tun mal so. I tune in occasionally, enough to know you're quite the reporter. I see, and is yours a Nielsen family? With an odometer and everything. Ach, jetzt geht es hier um die Einschaltquoten. Und wenn ich sage nein, Nielsen, nein, wir heißen alle Weiss. Weiß natürlich, was das für Geräte sind. Gibt es das heute eigentlich noch? Einschlafquotenmessungen durch irgendwelche Geräte, die angeschlossen sind? Nielsen? No, the name's Weiss. Then how does that help me? Huh? Gabe, if you don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Never have I felt more like a busted car engine. God, I'm dying in this podunk country-ass town. Boah, Hinterwäldler, Rattennest. Rückständige Leute, Landei-Vollpfosten. Boah. Ho, ho, ho. So, hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Und wer bist du? Jeder Cent vom Eintrittspreis wert. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Schmiermaxe. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss.
Eigentlich Postzusteller, jetzt TV-Reporter, Punching Bag. Komm, ich kenne die Lösung für Ihr And Autoproblem. as the local mail carrier, I know just the guy to fix your car problem. If you mean young car service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. That's great, Ilsa. You're an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere, Gabe. That must be Ben Young. Wird sie 0, nichts wieder flott machen. You're in capable hands. He'll have you fixed up in no time. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Was wollt ihr denn in Melville? Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Excuse me. Duty apparently calls. Happy travels. So sieht man sich wieder. Das ist eine Alternative zu einem Job bei der Post? Klingt nach einem Notfall. This is your alternative to working at the post office? Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. Ja, klar, Ihre Telefonnummer ist 0800, find's doch selbst raus. Zufällig kenne ich Ihre Privatnummer auswendig. Ein kluges Kerlchen wird das selbst schaffen. Naja, wir wollen ihn jetzt nicht zu sehr anmachen. I happen to know her home number by heart. It's 555-8039. Thank you. 555-8039. Come on, pick up already. I'll just leave the parcel here on the counter. Bye. They're already gone. Ich hätte ihn wohl besser ein bisschen veräppeln sollen. Fast towing there, Ben. 0800, find's doch selbst raus. Wäre auch eine gute Antwort gewesen. Naja, wenn er weiter so schnippisch bleibt, dann das nächste Mal. Jetzt geht's erstmal zurück zum Postamt. So scheint meine Frau wohl zu Hause zu sein. Muss nicht über die Feiertage arbeiten. Das ist doch schön. Das sei ihr gegönnt. Dann gönnt sie mir hoffentlich auch mein Eisangeln morgen. Was ist das denn für ein Lied? Was singt er da? Christmas Tree on Fire? Oder habe ich mich verhört? Spanner Dam. Or, as Frank says it, a span, 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 spanner dam. Never gets old. Gut drauf. So, fast geschafft, glaube ich. Daddy sets the Christmas tree on fire. Ich habe tatsächlich richtig gehört. Immer wieder knapp die Kurve hier. So, Feierabend. Genießen wir noch den restlichen, ja, die restlichen Weihnachtstage. Ja, machen wir mal Feierabend und hoffen, bei uns zu Hause brennt nicht der Baum. Ich glaube, wir hatten nichts Besonderes vor. Ach, If it isn't Connor Price. Oh,
That's him, huh? He's taller than he looks on TV. Hoffen wir mal, dass er jetzt besser drauf ist. Ich hatte gehofft, das Connor Price-Erlebnis bliebe dir erspart. Na komm, hoffen wir mal, er ist besser drauf. Let's hope he's in a better mood now. He was really quite rude to me earlier. Wow, sounds like a real jerk. Hallo, Mr. Price. Der Rauch hat sich also noch nicht ganz verzogen, wie ich sehe, Mr. Price. Sollten Sie nicht längst in Melville sein? Mr. Price? Aren't you supposed to be in Melville? Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, change of plans, I'm afraid. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? Boah. Ich habe ihr von unserer ersten Begegnung erzählt. No, it's just that I told her about our earlier meeting. Oh, I see. Yeah, about that. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. Schnee von gestern, soweit es mich betrifft. Ist ja auch nicht leicht, nett zu sein. Ist ja auch leicht, nett zu sein, wenn alles glatt läuft. Willamette Week hat gut über sie berichtet. Komm, Schnee von gestern, du hast dich ja entschuldigt jetzt, mehr oder weniger. That's quite all right. Water under the Bear Creek Bridge, as far as I'm concerned. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. Okay. Und konnte Ben Young ihren Wagen schon reparieren? Also, sie sind ganz offensichtlich nicht in Melville. Fragen wir mal im Auto. Has Ben Young managed to fix your van yet? No, that's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. Was? Busemuckelkaff? Das heißt Providence Oaks, kurz PO genannt. It's Providence Oaks, PO for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Okay, also wollen sie jetzt über Weihnachtstraditionen in Providence Oaks statt in Melville drehen. Klingt irgendwie logisch. Na, ich bin erstmal ganz zuversichtlich, dass Providence Oaks viel hübscher ist, als der verpennte Melville ist. Except, of course, that Providence Oaks is way nicer than frickin' Melville. I was gonna say, this town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of the Oregon Trail. Oregon Trail, okay. Title pending. Might be a little too on the nose. Ich wollte sagen, das ist wirklich etwas klischeehaft. Der lange Trek nach Oregon. Dieses Motel heißt genauso. Das gibt sogar ein Computerspiel, das so heißt. Ja. Das will ich nämlich noch spielen. Das habe ich tatsächlich in meiner Bibliothek. Und jetzt erinnere ich mich wieder dran, dass ich es in der Bibliothek habe. Also nehmen wir das. I hear there's some sort of computer game with that name now. Though I don't really know much about computers, that's more my daughter's area of expertise. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Ja, kann ich mir vorstellen. Was für eine Ironie, ja. Oh, the irony. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye. Na, das kann ja was werden. So, wir haben keine Termine. Aber dann, Eisangeln mit Robert, Verabredung zum Abendessen mit Emily, Pokerabend mit den Jungs. Ja, das ist der letzte ruhige Abend fürs Erste. Gucken wir Fernsehen.
Oder? Lesen wir noch mal ein Buch. Komm, wir lesen ein Buch. The yo-yo started out as a weapon in the Philippines during the 16th century, before being introduced to the United States as a toy in 1929. It weighed 4 pounds and had a 20-foot core. Was? 2 Kilo und als Waffe? Ein Jojo? Okay. Australian rower Bobby Pierce won the 1928 Olympic Games against 8 other competitors. Even though he stopped, Wir bekommen das Buch noch durch. let ducks pass in front of him. Freitag, der 27. Dezember, morgens. Ein neuer Tag, eine neue Tour, aber ihr ahnt schon, das schauen wir uns dann, was da so passiert oder nicht passiert, alles in der kommenden Folge an. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.